kenne kaum einen Mensch, der so eine so fanatische Liebe zur Musik hat. I thought, oh my God, is it piano or is it a human voice playing? Just the idea that he's around, that everybody just plays better. Ich bin dankbar, dass solche Musiker noch heute existiert. Menahem with one finger and one note can kill the whole pianist in the world. Ich weiß nicht, welcher Takt typisch ist, da ich versuche, 3 Arten von Leben zur selben Zeit zu haben. Familienvater, Lehrer, ausübender Künstler. Menahem, we're ready. Thank you. So Menahem, you know the rule. You torture me with so many beautiful texts that I will not know what to choose from. One more time, please. That was very good. The last one, and then we'll move to the next section. Come on, don't make a big production. Okay, say whatever. She is lovely. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. Can I ask your signature here? Thank you very much. Thank you. See you soon. Ich liebe die Musik. Ich liebe den Komponisten. Ich suche. Und natürlich habe ich schon viel Schönes gefunden. Also meine Basis ist viel Schönes schon da. Aber ich suche weiter. He's the most experienced chamber musician as a pianist in the world right now. There is no question. Nobody could play that late in his life, and he's still making, not kidding, something like 8 hours a day when he's at the same place. The day of the concert of his birthday, he started maybe 8:30 in the morning on stage. I guess he had a short lunch break, but he was still there on stage at 7:30 when everybody kept saying him, Menahem, you have to change your clothes, you have to take a moment to breathe, maybe a glass of water or something. And he had just spent the whole day there. We were all tired from the rehearsal. The concert was nearly 3 hours long. And that's the way he's living every day. And the day before, we used to rehearse all night, but he just arrived from US with the jet lag and everything. And that's always this way. Imagine 70 years living like that, with that intensity, getting into the roots of Schubert, Beethoven, Mozart, Haydn, and Schumann, Mendelssohn, all these masters. So that's more than being experienced, that being music at this point.
dass man einen Klang finden kann, dass man die Balance zwischen den 3 Instrumenten baut, wie in der Kammermusik richtig ist. Das war Beaux-Arts Trio. Das Beaux-Arts Trio war das erste wirklich bekannte Klaviertrio weltweit. Es gab natürlich auch andere Trios, aber sie haben es geschafft, die Wahrnehmung von einem Klaviertrio ganz woanders zu platzieren. Ich war ein kleiner Teil davon, 6,5 aus 53 Jahren. Beaux-Arts bedeutet diese ganze Zeit und vor allem es bedeutet Menachem Presley. Es war gerade dann die Zeit, wo die Kammermusikgesellschaften in Amerika sagten, ein Trio ist kein Kammermusik. Es ist ein Klavierkonzert für arme Leute, der hat ja nur 2 Streicher. Oder es ist ein Begleiter mit 2 Solisten. Das Trio war immer, wenn man die verschiedenen Besetzungen anschaut, immer aus sehr verschiedenen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. So gleich am Anfang Daniel Gillet, der viel ältere Geiger mit dem sehr jungen Pressler, jemand, der mit Ravel auf Tournee war, der unter Toscanini gespielt hat, Bernard Greenhouse, ein Meistercellist, aber vom Klang her eigentlich so unterschiedlich, wie es nur sein könnte. Wir waren eine Art Familie auf der Suche nach the Bluebird of Happiness. Und wir waren irgendwie verbunden in der Suche nach der Schönheit in der Musik. Ich sage es immer, wenn ich gefragt werde. Ich war der 5. und letzte Geiger des Beaux-Arts Trios, aber es gab nur einen Menachem Presley. Und es ist Presleys Joie de vivre, es ist sein Klang, es ist seine bedingungslose Liebe zur Musik, die dieses Ensemble behütet hat und letztendlich gemacht hat zu das, was es ist. Das waren sozusagen Momente, die Musikgeschichte machen. Und ich bin erstens wahnsinnig stolz und geehrt, dass ich dabei sein konnte. Auf der anderen Seite finde ich es fantastisch, dass nach so vielen Jahrzehnten man das Trio sozusagen glücklich vereint verabschieden konnte. Dann habe ich mir gedacht, nun, es ist lieber, dass das Trio aufhört und man sagt, warum? Ihr seid doch so gut, als dass man gesagt hätte, nun, ihr hättet eigentlich schon längst aufhören sollen. Nein, ich wollte, es soll aufhören, ganz oben. Dass dann ein neues Kapitel in meinem Leben begann, das war die große Überraschung. Die wurde immer größer. Das Erste, was geschah, war, ich hatte einen Klavierabend in Paris. Das Konzert mit den Philharmonikern, das ich machte. Für mich war es eigentlich das Höchste, das mir passieren konnte in meiner Karriere. Und dann sah ich in der Zeitung, dass why didn't he stop earlier with his trio if he plays like this? Na, ich war nicht nur verblüfft, ich dachte, das ja, wieso denn das?
Wir haben uns erst mal in London getroffen, aber das ist sicher 20 Jahre her. Und ich habe ein paar Orchesterstücke dirigiert. Und dann war ich neben ihm am Abendessen nachher. Und er sagte mir, ja, das Berlioz haben Sie viel zu schnell dirigiert. Und er war so. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Und sofort habe ich verstanden, hier ist so ein unglaublich direkter, ganz besonderer Typ. Er hat so provoziert mit dem ersten Kommentar, um zu schauen, wie ich reagieren würde. Und dann haben wir uns sofort verstanden. Und dann war es Jahre später, als wir zum ersten Mal zusammen gespielt haben, in Verbier, Mozart G-Dur Klavierkonzert. Und dann haben wir uns zum ersten Mal richtig kennengelernt. Wir sind alle anders, wenn er da ist. Und das ist eine gewisse Herausforderung, mit so jemandem zu spielen. Es gibt eine gewisse Spannung, weil man weiß, dass hier sitzt eine Legende. Er hat seine Regeln, seine Prioritäten. Und wenn er meint, dass irgendwas dagegen wirkt oder wenn jemand stellt irgendwas als wichtiger als der Musik, dann ist er nicht mehr geduldig, nicht mehr weich. Der ist ein Musiker, man versteht in jedem Moment, wie viel Liebe er hat drin. Er kann da machen alles, was er will. Und er sagt, nein, er will mit jungen Leuten musizieren und dadurch einen riesen Einfluss auf die längere Zukunft haben. Many good feelings that you had about the piece. The first thing I would say, why would you have this edition when there is a Clara Schumann edition? I mean, who was closer to Robert than Clara? Nobody. Ein guter Lehrer ist jemand, erstens, der viel kennt. Und das gibt's nicht viel. Ich habe immer geliebt zu unterrichten, nachdem ich gelernt habe, wie zu unterrichten. Denn am Anfang wusste ich, habe die Arbeit bekommen, aber ich wusste nicht, wie man das macht. Ja, ich wusste mehr als die Schüler, aber ich wusste nicht, wie man richtig unterrichtet, wie man in einen anderen Menschen einen Eingang findet. Try that once. No, I want you to play less after you play ta-dam. Then you play less in order to be able to make a crescendo, because you are not able to make a crescendo. You play on one level, you play like this. And in music, that's impossible. Or you go this way, or you go this way. For any length of time, especially in a passage like this, padam, 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 there is an inbuilt crescendo in that passage. That's right. Fine. Now let's go to the theme. Die erste Art des Spiels, die man haben muss, ist die Athletik des Spiels. Und die muss man früh lernen. Now, da, da, B. Very nice. You start dim, bam. Später lernt man auch zu denken. Und dann die Literatur wird tiefer und reicher.
bam, bam. Das was gut. Right. Meine Schüler, die zwinge ich zu lernen, wie zu lieben. Nein. Actually, you start very well. You start very well. The beginning, when you do this. Es ist wie eine Pyramide. Erst die Technik, dann, dass du lernst Musik und den Stil kennst. Denn ein Schubert ist anders als ein Rachmaninow. Und dann zum Schluss, das ist, wenn du kreativ wirst. Wenn das Stück mit einmal so empfunden ist, als ob du es selbst geschrieben hast. And especially this. Schumann wrote that for her. And he whispers sweet nothings into her ear. So when you have this, so let me have once more. And especially this. Eine große Karriere ist niemand gewiss. Alles muss zusammenfallen. Du musst gut sein, natürlich. Du musst sogar in den meisten Fällen sehr gut sein. Aber das garantiert nichts. Du musst am richtigen Platz zur richtigen Zeit spielen. Dein Spiel muss gefallen. Ja? Let me have the ja. Now, you see, when you play da 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 pa 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 da pa pa, that's not what he says. That's what you say. So what you say is not important, really. I mean, as long as we have a civilization, that will live. But what you're talking about will not live. There has to come somebody else to play it. So what I want you to do is, you talk. Yam pam pa. He says something. Yam pam pa, dim pam pa. Die Kritik ist doch nicht, um ihn schlecht zu machen. Die Kritik ist, um ihn besser zu machen. Meine Kritik ist sehr scharf. Die meisten machen es sehr, nun, es ist sehr gut, aber so. Ich weiß, dass daran wird man sich nicht erinnern. Bei mir wird man sich an die Kritik erinnern. Ich erinnere mich an so eine Kritik. No. Den Rat, den ich meinen Schülern gebe, ist der Rat, den ich selbst folge. Der Rat ist, du liebst, was du tust. Liebe. Wenn du liebst, gibst du dich. Gibst du von dir und gibst dich selbst. Wenn du nicht liebst, willst du nur bekommen. Erfolg, klatschen. Das wirklich nicht so viel bedeutet. Die spielen und die strengen sich an und die machen Bewegungen, die sie glauben, die werden das Klatschen hervorbringen. Die wissen nicht, dass Klatschen alleine gar nichts bedeutet. Wenn jemand in dein Konzert geht und rausgeht und sagt, weißt du, ich wusste gar nicht, dieses Stück ist so schön, das ist die richtige Kritik. Ich kann mich an eine Szene erinnern
Ich glaube, das war sogar während die Probenphase vom ersten Konzert in Lissabon. Wir spielten ein Mozart-Trio, C-Dur-Trio. Und da war ich wirklich ganz am Anfang und Menachem drehte sich zu mir und sagte, nein, du spielst wie ein alter Mann. Und das war wirklich ein so charmanter Ausdruck. Weil, ich meine, zu der Zeit war er 77, aber er spielte wie ein junger Mann. Und das ist genau der Punkt. Jeder, der ihn kennt, man hört immer nur, wie schafft er das? Wie kann er das mit 90 oder mit 91? Und ich glaube wirklich, dass die Musik ihn jung hält. Die Musik ist sein Jungbrunnen. Ich liebe das Unterwegssein, weil es ermöglicht mir, etwas Neues kennenzulernen. Es ermöglicht mir, das, was ich zu geben habe, auszuprobieren. Dass man lebt aus seinem Grund und dass man einen Grund hat zum Leben. Nicht nur, weil die Genen einen sagen, du kannst älter werden. Die sagen das natürlich. Weißt, wie schwer es ist manchmal zu laufen. Aber ich bin immer motiviert und war immer und bin es auch geblieben, optimistisch. Vielleicht ist das ein Grund, warum man das Leben liebt. Früher habe ich meinen eigenen Koffer gepackt und habe ihn auch geschleppt. Und dann wirst du älter und die Schleppungskraft lässt nach. Leider. Aber das ist eine Tatsache. Es gibt verschiedene Arten von Heimat. Einen Platz, den ich bestimmt als Heimat beschreibe, ist Israel. Es hat mein Leben gerettet. Es hat mir Erziehung gegeben. Es hat mir den Glauben an die Menschheit gegeben. Es hat mich bereichert, indem es mir eine Sicherheit gab, die ich nie hatte. Stimmt, ich bin deutsch erzogen. Stimmt, ich liebe vieles. Ich liebe deutsches Essen. Ich liebe die deutsche Landschaft. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe die deutschen Schriftsteller. Ich liebe die deutsche Musik. Ich habe auch eine Heimat in Deutschland. Und dann, ohne Zweifel, habe ich eine Heimat in Amerika. Denn ich habe 2 Kinder, die dort geboren sind. Ich habe mein Leben dort gelebt und habe mich als willkommen gefühlt. So, wenn man mich fragt, wo ist denn deine Heimat? Na, es gibt so ein Lied, wie der Jan Kipura gesungen hat. Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen, mein Herz ist groß. Ich kann sagen, ich habe 3 Heimaten und mein Herz ist groß. Ja, das kann ich sagen. Ja. Das wusste ich aber nicht.
Das ist wirklich ein Teil der Straße geworden. Sie waren Brüder, aber die Tanten waren bei uns zu Hause. Sie haben meiner Mutter geholfen, sie waren sehr lieb. Und wie wir wegfuhren, die sollten ja auch wegfahren. Aber die sind nicht weggefahren und dann wussten wir nicht, wo sie umgekommen, wie. Aber hier hat man genau Bücher geführt und da wusste man genau, wo sie hingeschickt wurden und wann sie starben. Sogar den Tag wusste man genau. Wir waren stolz, in Magdeburg zu leben. Und die ganz junge Kindheit war ja besonders gut und schön. Mein Vater war erfolgreich. Wir hatten einen herrlichen Wagen, einen Mercedes. Und sind immer am Wochenende auf so Ausflüge gefahren. An die Jüngste, als ganz junges Kind, kann ich mich wirklich nur an das Schöne erinnern. Und wenn man hier so rumfährt und es sieht, kommen viele der Kindergefühle, wo alles sozusagen zufrieden, glücklich war. Die Zukunft schien wunderschön und wir haben es überlebt. Das ist das Wesentliche. Viele davon wusste man nicht und weiß ich nicht. Und ich muss sagen, ich habe nie so danach gesucht. Ich war ein Teil davon. Und werde natürlich, solange ich lebe, bin ich immer ein Teil davon. Werde ich immer ein Teil davon bleiben. Aber es ist kein Teil, der mir die Freude am Leben nahm oder wo ich nicht mehr konnte, das tun, was ich immer wollte. Nein, es war etwas Besonderes, Klavier zu spielen für mich. Es war mein Vertrauen, es war, und besonders dann mit der Emigration, es war meine Flucht in eine Realität, in der ich leben wollte. Ja, hier bin ich. Haben dir mal eine Schneise geschlagen, dass du zu deinem Flügel kommst. Das ist lieb. Das ist lieb. Hallo.
hat erstaunlich wenig Ritualen. Ich würde sagen, sein wichtigstes Ritual ist das Üben. Das ist etwas, was ihm wirklich definiert, glaube ich. Und es ist nicht nur Üben, um die Töne zu spielen, die kennt er natürlich längst. Es ist dieses Zugang zu finden zu jeder Phrase. Also er übt das Sprechen sozusagen auf dem Flügel. Er freut sich auf diesen Moment, rauszugehen. Weil so viel Proben, das man auch tut, so wichtig das auch ist, das Konzert ist was anderes. Und Menachem lebt von dem Teilen von der Musik. Das heißt, er braucht genau die Kommunikation vom Publikum zurück. Es ist nicht ein Gespräch mit sich selbst, sondern er kommuniziert. Und deshalb, glaube ich, reagieren die Menschen auch so auf ihn. Wenn du Erfolg hast, dann geschieht eben das, dass du reisen musst. Ich erinnere mich sehr gut, meine Tochter war 5 Jahre alt und ich ging mit dem Koffer raus, um wegzufahren. Und dann sagt sie mir, Daddy, where are you going? Sag ich gehe, I'm going to give a concert. Und dann guckt sie mich an und sagt sie, can't you give the concert here? Ja, I couldn't give the concert there. Du musst fahren. Du musst, ein Teil ist ein Opfer. Das Opfer, das dich glücklich macht oder dich erfüllt. Denn jedes Leben ist ein Leben für sich. Zusammen, aber auch für sich. Ich habe eine Frau kennengelernt in Israel. Sie kam mit einem Freund von mir zu mir. Sie war 16. Und sie sagte, sie möchte Klavier unterrichten. Ich hatte im Radio gespielt und mit Orchester gespielt. Und sie hielt den kleinen Finger so, wie wenn man eine Tasse Tee trinkt. Ja, elegant. Und ich wusste ja nichts über Unterricht. Ich sagte ja nur, nein, Sie sind nicht begabt. Ich hatte ja keine Ahnung. Sie war sehr, sehr hübsch. Sie hatte rote Haare. Sie war Idealistin und eine enorme Patriotin. Wie das Trio anfing, Erfolg zu haben und gerade in Deutschland, sollte nach Deutschland gehen. Das war nach dem Krieg. Da hat sie gesagt, du fühlst Deutsch, du sprichst Deutsch, du liebst deutsches Essen, du liest die Literatur. Sicher fahren nach Deutschland. Aber das Geld, das du dort verdienst, das gehört Israel. Das, was einen anzieht, das ist wie in der Musik, sind verschiedene Sachen als die, die einen bestehen lassen. Dass sie meine Lehrerin, meine Freundin, denn das, was am Anfang war, ist meine Geliebte. Aber dass alle andere, diese andere Facetten, die dann wichtig sind und immer wichtiger werden, dass die auch da war. Wusste ich das? Nein. Habe ich es deswegen ausgesucht? Nein. Ist es so geschehen? Ja. Also nochmal, Glückspilz oder nicht Glückspilz? The Lucky Mushroom.
ich als Solist nach Berlin kommen würde. Das war für mich eigentlich, dachte ich, der Höhepunkt in meinem Leben. Als Solospieler, ich habe nicht geträumt davon, aber dass es mir gelingen würde, herrlich. Ein großes Orchester wie Berlin Philharmonic hat erstens einen Charakter. Zweitens haben sie eine Art, wie die große Musik auszudrücken, dass die große Musik wirklich groß ist. Nicht nur, dass sie technisch so viel besser sind als alle anderen. Sie vermitteln uns die Musik so perfekt, wie wir es nur träumen können. Simon Rattle. Er kam am Sonnabend zum Konzert. Und wie ich von der Bühne runterkam, umarmte er mich und sagte mir, es war wunderbar und ich habe meinen Freund Bischof beneidet, dass er sie hat. Und ich sagte ganz einfach, Sie können mich ja auch haben. Da hat er gelächelt. Da sagte er, ich denke an das Silvesterkonzert. Aber ich kann es nicht alleine bestimmen. Die Berlin Philharmoniker haben einen Rat und die müssen zustimmen. Und am nächsten Morgen stimmt der Rat zu, dass ich das Neujahrskonzert haben werde. Aber Sie dürfen nicht drüber sprechen. Erst in 2,5 Monaten. Sie können sich vorstellen, dass ich vor Freude fast geplatzt bin. Und ich wollte doch drüber erzählen und sagen, weißt du, was mir passiert? Nein, ich habe mein Wort gehalten. Ich habe nicht drüber gesprochen. Aber glücklich bin ich. Ich bin immer nervös. Es ist immer die Suche nach etwas Besonderem und die Angst, nicht sich von der besten Seite zu zeigen. Es gibt keine Routine. Die einzigste innere Routine ist die, dass man weiß, die Stunde, in der du voll konzentriert das tust, wofür du dein Leben gewidmet hast, womit du glücklich bist, womit du eigentlich sagst, das ist der Grund, warum ich geboren bin. Und das ist der Grund, warum ich lebe. Vielleicht ist das übertrieben, ist sehr möglich, aber das ist meine Ansicht. I just want us to listen together to one of the takes of the slow movement of Mozart Sonata K570, so that you have an impression of what we were hearing while you were on stage. Sarah, would you like to press play? I don't hear the G. I only hear the B. We must have some. Sure, we have that. Oh, of course. Of course. Of course. I know this. And you hear only one note. I think it's there though, but we can have it more clear, of course.
Was das Geheimnis ist, das wissen wir alle nicht. Wir wissen es nicht. Und vielleicht ist das ja auch gut. Du strebst, du suchst. Wir sind nicht immer sicher, dass das, was du findest, dich wirklich befriedigt. That is the first take. Indeed. Now it sounds right. Ich darf das sagen und kann das sagen, dass ich sehr oft das gefunden habe, was befriedigt. Alleine mit meinem Trio, mit meinen Freunden, mit meiner Frau. Sowas gibt's nur einmal, kommt nicht wieder. Pretty good. Yeah, pretty good. But pretty good's not good enough. We're not going to settle for this, you know. Okay. I'm happy to hear that. And then we should stay in Paris another week so we could spend more time together. The only bad part and about work together. I would love that, but the bad part is that after another week in Paris and that meat restaurant in the evening, I will sit here and will say everything is good. Ich lebe ein Leben, das ich liebe. Und bin glücklich, dass ich es darf. Bin glücklich auch, dass ich es kann.